Ja, viele sehen ja Dubai als einen sicheren Plan B wegen politischer Stabilität, Steuerfreiheit, der modernen Infrastruktur, niedrige Kriminalität, hohe Lebensqualität macht Dubai durchaus attraktiv für Familien und Unternehmer. Und vor allem eben auch das goldene Visa ist sehr interessant, weil man dort mit einer Investition in Real Estate, in Immobilien, sich eben den langfristigen Aufenthaltstitel sichern kann und ab einer bestimmten Investition vor allem auch ohne Wohnsitzpflicht oder ohne Mindestaufenthalt. Ich spreche heute mit Ivan de Nuzzo. Ich freue mich sehr, lieber Ivan, dass du Zeit hast heute. Heute mal nicht aus Dubai, obwohl ja Dubai eigentlich dein Lebensmittelpunkt ist. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Danke, Daniel, für die Einleitung. Ja, genau. Eigentlich Dubai ist mein Lebensmittelpunkt. Ich wohne schon seit 8 Jahren da und es gefällt mir immer noch wie am ersten Tag. Es entwickelt sich auch sehr, sehr schnell. Also als ich vor 8 Jahren gegangen bin, war das alles noch anders, als es jetzt ist. Und das geht wirklich in einem Tempo da vorwärts. Das kennen wir so nicht. Jetzt momentan bin ich wieder zu Hause in der Schweiz. Also das ist eigentlich noch mehr oder weniger gleich, wie es vor 8 Jahren war. Also so als kleiner Unterschied, ja. Und sag mal, wenn du jetzt in der Schweiz bist, nach wie vielen Tagen bekommst du den Heimweh nach Dubai? Normalerweise relativ schnell, sage ich mal. Heute hat es schon wieder das erste Mal geregnet. Ich bin schon 2 Tage hier, hat schon wieder geregnet, aber ist okay. Ich mag es immer noch. Aber mittlerweile ist ja Dubai ein bisschen heiß, sage ich mal. Also die 2 Monate, die ich jetzt hier in der Schweiz verbringen werde ich Dubai nicht allzu fest vermissen. Aber sobald es dann hier wieder kälter und grau wird, dann freue ich mich dann wieder so schnell wie möglich nach Hause, nach Dubai zu gehen. Cool. Ja, ist interessant. Du hast gerade gesagt, ich bin zu Hause in der Schweiz und ich freue mich, wieder nach Hause nach Dubai zu gehen, oder? So geht's ja vielen, ne? Die, sagen wir, ihren Plan B oder ihre Plan B-Strategie so bauen, dass sie durchaus vielleicht auch mehr als einen Wohnsitz haben. Ich bin ja zum Beispiel gerade in Tansania, also unserem Plan B Wohnsitz auf der Insel Sansibar und fand interessant, weil du es gerade gesagt hast, du flüchtest ja in Dubai gerade vor dem Sommer, oder? In die Schweiz. Genau. Und bei mir ist ähnlich. Ich bin jetzt von Griechenland aus mal nach Tansania. Griechenland ist jetzt auch sehr heiß. Und in Tansania ist jetzt hier Winter, also tatsächlich der Winter in Tansania. Und es sind herrliche Sommertemperaturen jetzt hier, die man mit kühlem Wind ab und zu mal, den man halt sonst in anderen Monaten hier weniger hat. Also wir genießen es auch gerade wirklich sehr, hier in Tansania zu sein. Aber es ist schön, wenn man sein Plan B-Konzept durchaus auch so aufbaut, dass man mehrere Standorte hat. So, an dieser Stelle möchte ich Daniel und Ivan noch kurz unterbrechen für eine Ankündigung in eigener Sache. Wenn auch du Interesse hast, nach Dubai auszuwandern, dann lade ich dich herzlich ein zu unserem Seminar und unserer Erlebnisreise Auswandern nach Dubai. Diese veranstalten wir regelmäßig. Termine auf unserer Webseite und ein Link wird in der Beschreibung dieses Videos sein. Das ist eine Woche, Montag bis Freitag, vollgepackt mit Aktivitäten. Natürlich ein intensives Seminarprogramm, wo du alles zu den steuerlichen Themen lernst, die du wissen musst, wenn du aus Deutschland weggehst. Wegzugsteuer, erweiterte beschränkte Steuerpflicht, Entstrickung etc. pp. Aber natürlich auch alles zu den steuerlichen Themen in Dubai. Einkommensteuer, die neue Körperschaftssteuer in Höhe von 9%. Wie kann man diese vielleicht optimieren, umgehen? Was gibt es da für legale Möglichkeiten? Stichwort Auslandsgesellschaft, LLC, würde sowas gehen zum Beispiel. Aber auch andere rechtliche Fragen, wie zum Beispiel Erbrecht und natürlich die Erbschaftssteuer in Deutschland und auch alle möglichen Informationen zu den ganz praktischen Fragen, die sich ergeben, wenn man nach Dubai umzieht. Schule, medizinische Versorgung und natürlich auch die Suche nach einer Immobilie, nach einer Unterkunft. Dann haben wir ein schönes Zusatzprogramm zu dem Seminar. Wir machen eine Tagestour nach Abu Dhabi. Wir werden eine Wüstensafari machen und natürlich auch wieder unsere bekannte private Yachtparty, die wir auch schon bei den letzten Seminaren immer am Ende der Woche dann veranstaltet haben. Also, wenn du Zeit hast und wenn du dich wirklich intensiv für eine Woche mit Dubai auseinandersetzen willst, interessante Leute kennenlernen möchtest, die den gleichen Schritt wie du planen, dann würde ich mich freuen, dich dort zu treffen. Alle weiteren Informationen, wie gesagt, auf unserer Webseite. Nun aber weiter mit dem Interview von Daniel und Ivan. Wir wollen aber heute mehr über
Dubai, jetzt nicht über Tansania, weniger über die Schweiz sprechen, sondern gehen wir mal zurück nach Dubai jetzt. Warum ist denn aus deiner Sicht, also wie gesagt, vielleicht fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, wie gesagt, Dubai als Plan B Wohnsitz ist ja interessant wegen den Golden Visa, die man da bekommen kann. Und wenn ich das nochmal ganz kurz für unsere Zuschauer und Zuhörer zusammenfasse, du bist ja unser Partner in Dubai. Abgesehen davon, einige unserer Mandanten kennen dich schon aus anderen Videos, wo wir über Plan B Passports auch sprechen. Aber du bist ja unser Partner, auch wenn es darum geht, dass jemand eine passende Immobilie in Dubai findet, mit der er dann seinen Plan B Dauer oder Golden Visa bekommen kann. Da ist ja Dubai durchaus interessant. Es gibt wenige Standorte weltweit, die wir jetzt, sagen wir so, als Premium-Standort empfehlen zum Immobilienkauf, weil Dubai ja eine gewisse Sicherheit mitbringt. Das heißt, die Bauqualität ist höher als an vielen anderen Standorten in der Welt und auch die Rentabilität ist nicht uninteressant. Das heißt, in Dubai ist die Preisentwicklung relativ zuverlässig in den letzten Jahren. Die Vermietbarkeit, jetzt vielleicht nicht bei allen Immobilien, aber bei einigen Immobilien ist relativ gut. Und mit euch jetzt als ein Partner, wo man auch deutschsprachige Mitarbeiter hat, also einen großen Anteil, ist auch für jemanden, der, sagen wir, vielleicht eine Erstinvestition in so einem Land macht, ganz angenehm, weil er halt sich mit jemandem in deutsche Sprache unterhalten kann, auch Mitarbeiter von euch, die selbst investiert sind und so weiter und so fort. Da findet man natürlich einen guten Ansprechpartner. Das Visum nochmal ganz kurz für vielleicht jemanden, für den das jetzt neu ist oder der gerade anfängt, sich mit Dubai zu beschäftigen. Also wir haben ja dort im Prinzip zwei Größenordnungen oder zwei Klassen von Visa. Das eine muss mit 750 Dirham im Prinzip einsteigen, 750.000 Dirham meine ich natürlich, oder mit 2 Millionen. Und das sind ja auf der einen Seite in US-Dollar 204.000 US-Dollar, also die 750.000 Dirham oder 544.000 US-Dollar bei dem 2 Millionen, 5 Jahre Screen Visa oder bei dem Golden Visa. Durch den Eurokurs zurzeit zum Dirham eben besonders interessant, oder? Ist das so? Habt ihr da eine große Nachfrage? Ganz genau, ja. Ich glaube, das merken wir also sehr, sehr fest, würde ich sogar sagen. Und zwar seit Januar hat sich der Euro zum Dollar natürlich stark verändert. Und jetzt sehen wir, dass Leute, die jetzt kaufen, haben gegenüber Januar plötzlich einfach einen viel, viel größeren Hebel durch die Währungsschwankungen, sage ich jetzt mal. In diesem Fall sehr, sehr positiv für alle, die Euro rumliegen haben. Jetzt ist wirklich die Zeit, weil gegenüber Januar hat man jetzt in den letzten 6, 7 Monaten auf einmal 15% höhere Kaufkraft. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Wenn wir das anschauen auf die 200.000, auf das kleine Investment, ist das, man hat einfach 30.000 Dollar oder 30.000 Euro mehr zur Verfügung. Das heißt, man kann das ganze Apartment gratis, sage ich mal, einrichten. Wenn man dann auf das Golden Visa schaut, mit das für 540.000 Dollar kostet, ja, dann kann man ja selber rechnen, ist das dann schon um die 80.000 Euro, die man einfach mehr im Sack hat, ja. Viele sagen, ja, da kann ich auch einfach ein Upgrade machen. Mit dem gleichen Geld kann ich mir auch vielleicht einen anderen Developer, der eine höhere Qualität hat, oder man kann zum Beispiel das ganze Apartment einrichten und so dann Short-Term alles vermieten und dadurch, dass man halt weniger investieren muss in Euro, ist natürlich der Return sehr, sehr interessant momentan. Ja. Und das merken wir, ja, das ist ein großer Andrang aus Europa. Das klingt sehr interessant, ne? Und vor allem eben, wenn man jetzt das Golden Visa hat, das Golden Visa hat ja eine ganze Reihe von Vorteilen. Das heißt, man muss nicht wie bei dem kleinen Visa oder bei dem Visa über Firmengründung alle 6 Monate einmal aufschlagen in Dubai, ne? Sondern man hat im Prinzip ja keine besondere Anwesenheitspflicht. Das macht es sehr, sehr interessant und das Sponsoring der Familie, ne? Und wenn das jetzt für jemanden vielleicht 80.000 Euro zu teuer war bisher, wenn er jetzt in Euro rechnet, dann kann er eben jetzt sagen, okay, ich kann mir jetzt doch das 5 Jahres, ne, Visum im Prinzip oder 10 Jahre, ist es 5 oder 10 Jahre
eigentlich. 10 Jahre, ja, das Golden Visa. 10 Jahre, ne, genau. 10 Jahre kann ich mir dann jetzt schon eben mit den 80.000 Euro weniger leisten. Jetzt auf der einen Seite ist natürlich interessant, das mit dem Leisten. Die Frage ist nur, was bekommt man denn eigentlich? Also wenn wir jetzt sagen, auf der einen Seite das kleine Visum, das kleine Visa oder auch das große Visa, du hast die Beträge ja schon genannt. Was bekomme ich denn jetzt dafür geboten? Was habt ihr denn jetzt mit eurem Unternehmen da im Angebot? Also generell ist ja eigentlich immer die Frage als Investor, was möchte man erreichen oder was ist die Investitionsstrategie? Es gibt eigentlich zwei generelle Richtungen, die man einschlagen kann. Zum einen ist das Off-Plan, das heißt, man kauft etwas ab Plan. Das gibt gewisse, also Bauträger, eigentlich alle Bauträger, die haben dann Marketingmaterial und da wird das ganze Projekt vorgestellt. Und dann kauft man etwas ab Plan und dann ist natürlich das Ziel ein bisschen langfristiger. Das heißt, man hat dann eine viel höhere Gewinnsteigerung mit dem Objekt. Das ist das eine. Oder man kann auch sagen, jetzt zum Beispiel, wenn der Kurs so gut ist und man ein bisschen Geld rumliegen hat in Euro, macht es vielleicht halt dann auch mehr Sinn, mehr Geld auf einmal, sage ich mal, zu nehmen und zu platzieren, halt einfach wegen dem Wechselkurs. Und dann kann man auch auf eine fertige Immobilie gehen, also, und dann hat man natürlich dann direkt automatisch Cashflow, ja, mit den Mieteinnahmen. Das gibt so diese zwei generellen Strategien. Ja. Klingt interessant. Jetzt ist es ja so, vielleicht kannst du das nochmal für unsere Zuschauer und Zuhörer ganz kurz zusammenfassen. Wenn ich mich jetzt entscheide, also ich nenne mal kurz die Beträge noch im aktuellen Eurokurs, ne, für die, also 750.000 Dirham wären nach dem Kurs von heute 174.750 Euro. Oder halt die 2 Millionen Dirham wären nach dem heutigen Kurs 466.000 Euro, dann für das 10-Jahres-Visum völlig ohne Anwesenheitspflicht. Wie viel davon muss ich denn aber jetzt bezahlen, wenn ich zum Beispiel Off-Plan kaufe, um schon das Visum zu beantragen? Weil ich kann ja auch einen Teil finanzieren beispielsweise. Das ist ja die eine Sache. Ich bekomme ja Kredit auch. Vielleicht auch interessant für den einen oder anderen unserer Zuschauer und Zuhörer. Also wenn man jetzt selbst sagen würde, ich habe die 466.000 Euro zurzeit nicht da, habe aber vielleicht ein gutes Einkommen, erwarte vielleicht demnächst auch Geld, vielleicht will jemand Krypto auscashen, vielleicht erwartet jemand eine Rentenauszahlung und so weiter und so fort. Wie viel muss er denn, um jetzt sofort dieses Golden Visum zu bekommen, auf den Tisch legen? Jetzt für das Golden Visa, wenn man das Off-Plan kaufen möchte, hat man sogar die Chance mit nur 20% Anzahlung. Das heißt, das ist dann in diesem Fall 46 mal 2 ist etwa, sagen wir 90 mit natürlich mit den Dubai Land Department Fees von 4% und so weiter. Jetzt mal rund gesagt mit 110, 120.000 mit all den Fees included, kann man da schon für das Golden Visa beantragen. Das ist natürlich sehr, sehr interessant, ja. Super. Und die restlichen 80%, die würde ich dann über welchen Zeitraum finanzieren dürfen? Das kommt dann ein bisschen darauf an, welches Projekt man wählt. Es gibt zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal 3 verschiedene Projekte, so in allen Preisklassen. Zum Beispiel, was sehr interessant ist für das Kleine, ist zum Beispiel in Dubai South. Es ist dort, wo der neue Flughafen gebaut wird. Kriegt man schon ein One-Bedroom, also ein Einzimmerwohnung schon ab 850.000 Dirham. Dann gibt es zum Beispiel Shoba Central. Das ist sehr, sehr zentral gelegen in JLT. Das startet ab etwa 1,6 Millionen Dirham. Oder dann, sage ich mal, ein bisschen mehr luxuriös, aber auch mit einer potenziell höchsten Gewinnsteigerung oder Wertsteigerung ist zum Beispiel Dubai Islands. Da startet es ab 2,1 Millionen Dirham. Genau, und die 2,1 Millionen Dirham, so wie wir es gerade vor uns ausgerechnet haben, sind, also 2 Millionen haben wir gesagt, sind 466.000
Euro. Das wäre also dann der Betrag, also Einstiegspreis ungefähr mit 100.000, 110.000 geht's dann los. Also ich muss 466.000 Euro bezahlen für das große Visum oder 174.950. Und es ist wichtig zu wissen, für beide Größenordnungen habt ihr halt was Gutes in petto. Ich habe also ja gesehen, dass ihr ungefähr so Objekte ab knapp 200.000 Dollar, glaube ich, im Angebot habt. Das müsste ungefähr 180.000 Euro sowas sein nach dem aktuellen Kurs. Das heißt, ich glaube, der preiswert ist der Einstieg bei euch. Aber bei den Preiswerten ist es auch so, dass das finanziert werden kann. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich habe jetzt gerade mal nur 50.000, 60.000 Euro zum Beispiel, mit dem ich anfangen kann, möchte aber mein Dubai-Visum im Plan B Projekt haben. Ist es da genauso, dass man mit 20% Anzahlung loslegen kann oder nur bei den größeren Projekten? Ja, also es gibt eigentlich zwei verschiedene Möglichkeiten von Finanzierungen. Das eine ist mit den Off-Plan ist die Finanzierung, die eigentlich da gewährleistet wird durch den Bauträger. Das heißt, man bezahlt einfach im Prozess des Projektes, je nach Fortschritt, zahlt man das ab. Oder das andere ist, falls jemand da sagt, nein, Off-Plan, das ist mir viel zu riskant, ich kenne Dubai nicht, ich will da einfach etwas, das schon steht, das ich anfassen kann, dann ist das natürlich auch komplett verständlich, weil wenn man den Markt nicht kennt und dann halt einfach die andere Strategie hat und den Cashflow gleich generieren will, die Mieteinnahmen, dann geht das auch. Man kann auch als Deutscher, sage ich mal, der in Deutschland wohnt oder auch sonst irgendwo auf der Welt, auch wenn man nicht in Dubai Resident ist, kann man zum Beispiel trotzdem noch etwas durch die Banken finanzieren. Das geht also auch. Dann muss man halt einfach 40% selber anzahlen und 60% kann dann durch die Bank finanziert werden, auch wenn man nicht dort wohnt. Also es gibt eigentlich in beiden Möglichkeiten oder beiden Strategien Möglichkeiten, wie man das finanzieren kann. Klingt interessant. Vielleicht ganz ein kleiner Punkt, hat zwar jetzt mit dem Euro nichts zu tun, mit den Wechselkursen von Euro zu Dollar, aber halt, weil es halt auch jetzt gerade passt, der Bitcoin ist ja auch auf einem Allzeithoch, vielleicht auch sehr interessant nochmal zum Sagen, dass man in Dubai halt auch mit Kryptoimmobilien kaufen kann. Das heißt, wenn da jemand zum Beispiel nicht gerade das Euro rumliegen hat, aber viel Krypto, die er jetzt, sage ich mal, ein bisschen absichern will oder umwandeln möchte in etwas, das man anfassen kann, ist natürlich jetzt auch ein perfekter Zeitpunkt, da der Krypto so groß ist, ja. Ja, was ich immer wieder feststelle, dass viele unserer Mandanten, die Krypto halten, sehr, sehr zögerlich sind, ihre Krypto jetzt auszucashen, jetzt, sagen wir mal, umzuswitchen in eine andere Anlageform. Also würde mich interessieren, wenn jetzt vielleicht gerade, also die Mandanten, die gerade zuschauen, auch Krypto halten, was eure Meinung dazu ist. Dann würdet ihr jetzt für eine Immobilie in Dubai jetzt Krypto auscashen oder nicht? Schreib's bitte in die Kommentare. Ist spannend, da mal ein Feedback zu bekommen. In Verbindung damit ist ja immer die Renditefrage. Das heißt, viele erwarten ja bei Krypto noch eine relativ hohe Rendite. Und wie siehst du denn das, was Renditen betrifft in Dubai? Was ist eure Erfahrung? Was sagt ihr Kunden, die jetzt Geld in Betongold sozusagen investieren in Dubai? Mit welchen Renditen können sie rechnen? Genau, da kommt es natürlich erstens auf das Projekt an, dann wie überall auf der Welt kommt es auf die Lage darauf an und was man kauft und dann auch, wie man es vermietet. Ich sage jetzt mal, wenn man da etwas eher Konservatives kauft, zum Beispiel in der Marina, also oder in Business Bay oder Downtown, wo halt schon eingesessene Areas sind, die schon fertig sind und komplett funktionieren. Da ist die Rendite immer ein bisschen kleiner, dafür komplett sicher. Da sagen wir immer, ist das zwischen 5 bis 7% ungefähr, wenn man das langzeitig vermietet. Dann in anderen Gegenden, die ein bisschen außerhalb sind, dann kann das auch zwischen so 6 bis 8 bis sogar 9% sein. Kommt darauf an, zu welchem Kurs man kauft. Ja, das ist natürlich wichtig. Ja, wenn man jetzt kauft, kann natürlich die Rendite besser sein, weil man viel günstiger einkauft.
Das ist natürlich sehr interessant. Dann gibt es auch die Möglichkeit, gewisse Projekte short-term, also auf Airbnb zu vermieten. Und da können natürlich dann Renditen auch erzielt werden, sogar über 10%. Wir sind natürlich als Schweizer eher konservativ, also wir versprechen da eher ein bisschen weniger, aber das sind die realistischen Zahlen, die momentan ja der Stand sind in Dubai. Du hast es gut und ausführlich gerade erklärt. Ich würde trotzdem gerne nochmal jetzt dich dazu ein bisschen unter Druck setzen, nochmal was auf den Punkt zu sagen. Also Wertsteigerung einer Immobilie in Dubai. Wir haben ja die Wertsteigerung, wir haben die Rendite durch Mietertrag. Sag jetzt mal wieder eine konkrete Zahl, wo du sagst, das wäre eine Sache, die du jetzt erwarten würdest, wenn du, sagen wir mal, investieren würdest. Also eine Prozentzahl Wertsteigerung des Objekts und B durch Mieteinnahmen. Die zwei Sachen kann man dann miteinander addieren. Jetzt für Mieteinnahmen. Ich spreche jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe ja auch gekauft, zum Beispiel in Dubai Hills. Das ist eher eine luxuriösere Gegend. Da ist man bei 6 bis 8% momentan. Ich habe auch etwas gekauft, das ist etwas sehr Kleines, zum Beispiel ein Studio in JVC. Aber das habe ich natürlich auch zu einem guten Zeitpunkt gekauft. Ja, da ist man jetzt momentan bei 9%. Ja, also das ist natürlich jetzt in meinem Fall, aber ich würde immer sagen, besser ein bisschen konservativer, weil der Zeitpunkt ist natürlich wichtig, oder? Betreffend Wertsteigerung, vielleicht das gleiche nochmal, das gleiche Projekt. Das JVC, das ist ein Einsteigerprojekt. Das hat jetzt schon über 30% an Wert zugenommen in den letzten 2 Jahren. Das heißt, sehr, sehr interessant. Ja. Aber es kommt dann wirklich wieder auf die Lage an, wann kauft man und wo kauft man. Ja. Generell eigentlich immer gesagt, also wichtig ist, man muss für sich selber entscheiden, was will man? Ist es Wertsteigerung, das wichtiger ist? Oder will man mehr Fokus auf die Rendite legen, weil etwas zu finden, das in gleichen Maßen auf beiden Seiten wirklich sehr, sehr groß ist gar nicht möglich. Man kann nicht wenig Risiko und den riesigen Ertrag automatisch. Das geht halt Absolut. einfach nicht, ja. Aber Ja. sonst natürlich Sachen wie zum Beispiel Dubai Island ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Projekt, weil das vergleicht man dann zum Beispiel mit der Palme, das natürlich alle kennen die Palme. Als die gebaut wurden, da war, wenn man da was gekauft hatte, als nur alles Sand war oder nur alles auf Plan und noch nichts dort, hätte man da jetzt locker verfünffacht in den letzten 8, 10 Jahren. Und das Gleiche kann natürlich auch passieren in Dubai Island. Ja, das Ja. ist halt einfach längerfristig, Naja. ja, der Mhm. Horizont. Wir waren ja jetzt gerade letzte Woche hier wieder in Sansibar mit einer Gruppe von 26 unserer Mandanten, unserer Zuschauer, Zuhörer. Und die Frage kommt auch da immer wieder, ne? Also sprich die Wertsteigerung, welche Renditen bekommt man, die Mieten. Man will immer gerne eine konkrete Zahl. Das hätte man natürlich gerne, aber wie du selber auch bei Dubai gerade gesagt hast, ist halt schwierig. Aber interessant, dass die Zahlen in etwa ähnlich sind. Wir haben ja auf Sansibar auch im Prinzip eine Wertsteigerung von 10% über die letzten 60 Jahre auf der Insel und in Roundabout gehabt, wenn man das pro Jahr nimmt. Und es geht ja immer um die 3 wichtigsten Merkmale bei der Immobilienauswahl, ne? Lage, Lage und Lage. Und Ja. das ist da habt ihr es natürlich einfacher in Dubai. Ich glaube, da wird es noch mehr wird es noch relativ viel Objekte vielleicht mit schöner Sea-View geben. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, wo wir gerade gewesen sind, ich glaube in 1A-Lage nur noch 4 Häuser. Vorne direkt in der ersten Linie am Strand. Mhm. Naja, vielleicht noch so 20, 30 Projekte mit schöner Sea-View, dann hoch im Prinzip in den oberen Appartements und dann ist vorbei. Deswegen wird Ja. bei uns die Wertsteigerung hier auf Sansibar ein bisschen eher einsetzen, einfach durch die Verknappung. Ne? Weil wenn es dann nichts mehr gibt in der ersten Reihe in Fumba Town auf Sansibar, dann ist vorbei. Dann kann man nur noch was kaufen, was schon gebaut worden ist. Aber wie siehst denn du das jetzt in Dubai mit
dem Risiko, ich habe das mal gehört von jemandem, du kaufst jetzt was zum Beispiel in der ersten Reihe, was wunderschöne Sea-View hat und dann wird da einfach davor nochmal eine Insel aufgeschüttet und dann ist deine Sea-View weg, dann schaust du auf eine neue Palme. Ist das ein Risiko oder wie wird das eingepreist? Ja, also generell, ich sage jetzt mal, es gibt immer ein Risiko. Versprechen würde ich da nie etwas. Was natürlich wichtig ist, ist, unsere Spezialisten im Team, die verstehen das, weil es gibt so etwas, das heißt das Dubai Land Department, die kontrollieren eigentlich alle Projekte und die genehmigen eigentlich auch alles. Und da ist eigentlich immer ganz klar, welche Projekte das kommen, auch mit der Vision, die Dubai hat oder die der Sheikh hat. Das wird eigentlich alles relativ gut vorausgeplant. Natürlich hat es immer gewisse Plots da. Da ist es, sage ich mal, schwieriger zu sagen, was da noch kommt in der Zukunft. Aber wenn man sich natürlich fokussiert auf gewisse Eigenschaften, dann kann man schon so aussuchen, auch am Strand, dass man da weiß, dass da nichts mehr passieren kann. Ja. Es muss halt, ja, ich sage jetzt mal, da ist ein bisschen Expertise und ein bisschen Marktkenntnis auch gefragt. Aber ja, kann natürlich immer irgendwo was gebaut werden. Aber da muss man wirklich wissen, wo man kauft. Und auch sehr, sehr wichtig ist, es gibt halt, wie du schon gesagt hast, Daniel, natürlich viel mehr Möglichkeiten, etwas zu kaufen am Meer. Aber was in Dubai sehr, sehr wichtig ist, da ist die Qualität sehr, sehr entscheidend. Weil halt auch alles relativ schnell vorangeht, ist es da wichtig, dass man gute Qualität kauft, ja. Vor allem bei Off-Plan sehr, sehr wichtig. Nicht, dass man dort geblendet ist von dem Marketingmaterial. Da gibt's viele Bauträger, die haben da sehr, sehr gutes Marketing, aber leider mit der Qualität kommen sie da an den Broschüren leider nicht so nach. Das heißt, sehr, sehr wichtig ist neben der Lage auch die Qualität. Und das verstehen wir, sage ich mal, als deutsche Schweizer halt für unsere Kunden sehr, sehr gut, wenn wir das mit anderen vergleichen, weil wir halt die gleichen Erfahrungen und die gleichen Vorstellungen haben. Absolut. Sehr schön. Also, dann kann ich jetzt nur Zuschauer und Zuhörer, die sich für Dubai interessieren, einladen, mal mit dir oder deinen Kollegen, mit deinem Team in Kontakt zu treten. Wir blenden jetzt hier einen QR-Code ein, werden auch einen Link für die Kontaktaufnahme noch in der Videobeschreibung einblenden. Und wenn jemand möchte, schicken wir ein kleines PDF zu, was nochmal die Visa-Arten beschreibt, genau die Beträge nennt, die man anzahlen kann, die Unterschiede des kleinen und des großen Visas und auch eine kurze Information über die verschiedenen Immobilienprojekte, die man bei dir bekommen kann und im PDF dann deine Kontaktdaten. Das wäre doch ein guter Deal, oder? Hast du noch ein Schlusswort vielleicht? Irgendwie noch so ein Rat am Ende für unsere Zuschauer und Zuhörer? Wie überall im Business oder überall auf der Welt, das Timing ist entscheidend und dass jetzt nochmal der Euro 15% zunimmt in den nächsten 6 Monaten, glaube ich eher weniger. Das heißt, wenn man jetzt schon mal über Plan B in Dubai nachgedacht hat, Euro rumliegen hat, besser wird es, glaube ich, nicht mehr so schnell, ja. Okay, super. Dann danke ich dir, lieber Ivan, für die Zeit, für das Gespräch. Bleib fröhlich. Bis zum nächsten Mal dann, ne? Vielleicht in Dubai. Danke, Daniel. Gute Zeit in Zanzibar. Bis bald. Okay. Ciao, ciao. Ciao. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.